Italian is my native language. Then I speak English, American English in this case, French, German, Dutch, Russian. Alright, okay, so heute, ich bin mit Lukas, der Language Expert. Erstmal, ich möchte Lukas fragen, kannst du bitte einfach dich vorstellen? Ja, hallo zusammen, ich bin Luca, ich komme aus Italien, ich komme aus Rom und ich arbeite als Language Coach. Das heißt, ich bin ein Mensch, der dabei hilft, den anderen dabei hilft, Fremdsprachen zu lernen. Effizient und schnell. Und das ist alles kurz gesagt. Vielen Dank, Lukas. Okay, wir haben nur ein Mikrofon. So, ich möchte dich fragen, dass meine Zuschauer, die wollten gerne nach Deutschland kommen und hier studieren und meistens die studieren manchmal auf Englisch, manchmal auf Deutsch. So, als eine Language Expert, welcher Tipp gibst du zu meinen Zuschauern, die sind ganz im Anfangsphase, wie kann man eine Sprache von Grundniveau anfangen zu lernen? Okay. Danke, das ist eine sehr interessante Frage. Ich würde sagen, wenn du vorhast, nach Deutschland umzuziehen und hier zu wohnen, ich glaube, es ist sehr wichtig, diese Sprache Deutsch am Anfang in Indien oder in anderen Ländern, woher du raus bist, zu lernen, bevor du nach Deutschland umziehst, denn es ist sehr wichtig, eine Sprache zu lernen in loco, das heißt in Deutschland. Es kann sein, aber natürlich, das Problem ist, für eine Menge Leute ist es ein bisschen schwierig, eine Sprache direkt im Land zu lernen. Und deswegen denke ich, dass eine sehr, sehr wichtige Sache ist, diese Sprache, Deutsch in diesem Fall, in deinem Land zu lernen. Und danach kannst du nach Deutschland umziehen und alles wird ein bisschen besser und ein bisschen einfacher. Und was hast du mir gefragt? Die erste Schritt, okay. Was kann eine neue anfangen? Ich glaube, normalerweise sagt man, dass eine Methode finden kann, aber ich glaube, das Wichtigste ist auf jeden Fall eine große Motivation zu haben. Ich verstehe, dass nach Deutschland umzuziehen, das ist eine große Motivation per se, aber ich glaube auch, dass man sollte vielleicht mit Leuten ein bisschen plaudern, sprechen. Man muss ein bisschen die Kultur wissen und kennen. Das ist sehr wichtig. Du musst eine Art und Weise finden, um dich selbst zu motivieren, denn normalerweise ist das wie ist natürlicherweise sehr wichtig, aber warum ist umso wichtiger. Und wie kann man eigentlich eine Sprache anfangen? Ich würde sagen, du kannst einen Sprachkurs nehmen, du kannst ein Buch kaufen, es gibt eine Menge Bücher auf dem Markt, aber es ist sehr wichtig, nur ein Buch zu benutzen, nur ein Sprachmaterial, das Risiko. Anders wirst du das Risiko eingehen, so viele Materialien, so viele Bücher, es gibt zu viel im Internet heutzutage und viele Leute, die sind ein bisschen durcheinander und verloren, denn die wissen ganz und gar nicht, wie man eine Sprache anfängt. Also Motivation, dann kannst du ein Sprachmaterial und dann natürlicherweise solltest du Möglichkeiten finden, die Sprache ein bisschen zu üben, die Sprache mit Leuten zu üben, denn die Menschen, die machen einen großen Unterschied. Mit den Leuten zu plaudern, in einer Bar, wo auch immer. Es ist sehr wichtig, die Sprache zu benutzen. Es gibt eine große Motivation. Cool. Vielen Dank, Lukas. So, ich glaube, wir können jetzt auf Englisch ein bisschen sprechen, weil, so I want to ask you basically, I want to tell you all that Lukas speaks a lot of languages and I want to hear it from Lukas, like what languages do you exactly speak? And then we're going to talk about your venture in Berlin, that what you are actually doing in Berlin. Okay. Italian is my native language. Then I speak English, American English in this case, French, German, Dutch, Russian, Polish, Mandarin Chinese, sometimes I forget, Hungarian, Greek,
Japanese, and I'm learning Danish right now. Also, I also speak Swedish, and maybe Portuguese. that. Already said it. Yes, that. that's it. Yes, and one more thing I wanted to say is that if you think, for whatever reason, the first thing that you think when someone says that they speak an incredible number of languages, it's not because I'm a genius. I'm a very normal person, but I have a big passion for languages, and most of all, I found the way to learn these languages. And my philosophy and my mission on YouTube or on the internet in general is actually to tell people that everything is possible if you know how to do it and if you're willing to do it. So again, you might not need to speak 14 languages in life, but even one or two, you can definitely do it if you put yourself to it, if you do it every day. That's very important. And as I said before, if you know why you're doing it, because your why is always more important than your how. Exactly. Thanks a lot. And just a last question: that what exactly are you doing in Berlin these days? And could you please tell us a bit about your venture in Berlin? Right. Thanks. So right now I'm in Berlin because of this wonderful event we're at, Expo Lingua 2019. But in general, I'm here in Berlin because I have a lot of friends, and I also work here, and I know a lot of people, and I have a lot of connections. And my experience with Berlin has always been amazing. One thing in general is that Berlin is a little bit special. Germany, I mean, they always say that Berlin is a little bit special. It's a special place within Germany. But my experience has always been very positive, and people are very nice in general in Berlin. It's a very open. I mean, if you want to move to Germany, there's a number of incredible cities depending on where you want to go and how you want to live. But in Berlin, you can have the kind of life you choose to have. It can really. You always have. All opportunities are open for you, and my experience has always been very positive. Often they say that foreigners have this idea that Germans are very strict and they're always like this. But if you've never been to Germany before, and if you come here, you'll be very surprised that actually Germans are much more open than you can imagine. I think that one of the most important things to keep in mind when you move to another country or when you visit another country is that first and foremost, don't demand that people be open to you, but you should be open to people, and you will see the reaction, because you always got, if you walk in a place, in a shop, in a restaurant, wherever it is, with a nice smile and the right attitude, all doors will be open no matter the language that you speak. And that's the most important message here. Well said, well said. Thanks a lot, Lucas. Thank you very much for your time.